Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr anständig aus. Das funktioniert. Das waren extrem viele Probleme mit den Toleranzen am Start. So Freunde, mich hat es erwischt. Ich habe am Singles Day gestern mir einen 3D-Drucker gekauft. Und jetzt werden wir ein neues Video machen, wo ich eine komplette Shisha oder besser gesagt so viel wie möglich einer Shisha im 3D-Drucker drucken werde. Ich hatte bisher sehr wenig zu tun mit 3D-Druckern oder CAD, also dem 3D-Modellieren. Aber das werden wir heute alles machen. Also ich habe hier meinen Ender 3 V2 3D-Drucker neu bekommen. Den muss ich jetzt zuerst zusammenbauen. Und danach werde ich eine komplette Shisha 3D modellieren mit Bowl, mit geilem Ausblassystem, mit allem drum und dran. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich habe mich gestern etwas in Autodesk Fusion, heißt es glaube ich, eingearbeitet, ein CAD-Programm, mit dem man 3D-Modelle erstellen kann. Und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass ich so eine Pfeife hinkriege. Wahrscheinlich wird das Video hier 2 Teile werden, weil es doch sehr viel Aufwand sein wird, das Ganze zu modellieren und konstruieren und danach auch noch zu drucken. Und ja, dieses Video war, wie ihr euch denken könnt, nicht günstig und wird auch nicht günstig mit all dem Filament, das wir verbrauchen werden. Und deswegen freue ich mich über jeden Support, sei es ein Abo, sei es ein Like oder sogar eine Mitgliedschaft. Unten könnt ihr auf Mitglied werden drücken. Und dann seht ihr die Videos jeweils einen Tag früher und habt andere Vorteile in den Livestreams und so. Würde mich extrem freuen, wenn ihr mich da supportet, dass ich weiterhin so geile Videos machen kann. Aber ich würde sagen, ich lege direkt mal los und baue den 3D-Drucker hier auf. Auch da keine Ahnung, wie das funktionieren wird, aber das werde ich euch nicht alles erklären. Ich lasse das einfach im Zeitraffer laufen, weil da gibt es genug YouTube-Videos zu. Und hier geht es ja um die Shisha und nicht um den 3D-Drucker. Also ich schmeiße euch in die Top-Ansicht und ich versuche mal das Teil hier aufzubauen. So Freunde, das waren jetzt für euch ein paar Sekunden Zeitraffer. Für mich waren das jetzt etwa knappe 2 Stunden zusammenbauen. Mit dem YouTube-Tutorial, das ich geschaut habe, ging das eigentlich ziemlich gut. Also es waren jetzt keine allzu großen Probleme. 2, 3 kleine Fehler habe ich gemacht, deswegen hat es etwas länger gedauert. Aber eigentlich ist der Zusammenbau ziemlich easy. Und jetzt kommt der Moment, ich habe das Ganze eingesteckt und ich stelle es jetzt einfach mal an. Und wir werden hier gleich auf dem Display sehen, ob das läuft. Maschallah, es kommt etwas. Jetzt muss ich noch da alles irgendwie konfigurieren, zentrifugieren, was weiß ich, damit er dann auch ready ist. Das seht ihr wieder mal im Zeitraffer und ich hoffe, ja, das Ganze wird was hier. Maschallah, er bewegt sich. Seht ihr das? Geil. So Freunde, das gute Ding hier sollte jetzt fertig sein und aufgeheizt. Ich habe jetzt hier auf diese kleine SD-Karte hier so ein Benchmark-Modell geladen. Die 3D-Druckleute machen immer so ein Boot zum Schauen, wie gut der 3D-Drucker ist, ob alles richtig eingestellt ist. Und ich würde sagen, wir starten das jetzt einfach mal und ich hoffe, dass es funktioniert. Ich lasse euch das dann im Zeitraffer laufen. Ja, und ich bin genauso gespannt wie ihr, ob das hier etwas werden wird. Aha, er zieht jetzt schon mal eine rote Linie da, das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, das ist so eine Testlinie, damit er den Abstand am Schluss richtig hat. Und jetzt sollte er mit dem Boot loslegen und er legt direkt los. Und ich sehe gerade, der Abstand zum Boden stimmt bei mir nicht. Den muss ich noch etwas umstellen. Der hat da etwas zu viel Abstand. Oder nein, vielleicht stimmt es doch. Vielleicht stimmt es doch. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Und ich würde sagen, ich lasse den jetzt einfach mal laufen und schaue dann, was passiert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Abstand nicht richtig ist zum Boden. Aber wir machen jetzt einfach mal einen Testprint
und ich lasse euch das im Zeitraum verlaufen. So Freunde, der erste Versuch war jetzt auf jeden Fall nichts. Ihr könnt es sehen, da ist was schief gegangen. Das Boot hat sich gelöst, weil ich hätte auf mich hören sollen. Der Abstand unten war nicht richtig eingestellt. Hier könnt ihr es vielleicht erkennen am Boden. Das hat nicht ganz gepasst mit dem Abstand. Ich habe das jetzt nochmal eingestellt und wir starten einfach mal den Versuch 2 und hoffen, dass es dieses Mal durchlaufen wird. So, jetzt hat das Ganze also funktioniert. Der Druck hat jetzt etwa 2 Stunden gedauert. Ich muss jetzt noch kurz warten, bis die Platte abgekühlt ist. Hier unten ist auch immer beheizt, weil jetzt hält das Ganze noch, genau, das hält am bombenfest, wenn es noch warm ist. Also ich warte kurz, bis die Platte abgekühlt ist und dann schauen wir mal, wie das Modell hier aussieht. Aber bis jetzt macht es einen sehr, sehr guten Eindruck. So, jetzt hat das Ganze etwas abgekühlt. Ich hoffe, das reicht schon. Ich probiere mal hier das zu lösen und ja, das kommt ganz easy weg und ich bin wirklich begeistert vom Resultat. Ich hätte viel weniger erwartet bei dem 3D-Drucker, der hat umgerechnet etwa 220 € gekostet. Ich werde euch dann auch unten in der Videobeschreibung verlinken und vor allem die tricky Stellen, wie zum Beispiel hier im Bogen oben drin, das sind Problemzonen und auch hier oben im Bogen, da ist das Ganze nicht hundertprozentig perfekt, aber ich würde sagen, alles in allem sieht das sehr schön aus. Hier unten haben wir auch noch da ein Schriftzug drin, das sieht eigentlich auch gut aus und ja, ich würde sagen, wir können langsam in die Shisha-Teile rübergehen. Was heißt da langsam? Ich bin jetzt irgendwie schon 6 Stunden hier am Aufnehmen für das Video, aber wir gehen mal rüber zu den Shisha-Teilen. So, also jetzt, weil das kleine Schiff hier so gut rausgekommen ist, bin ich jetzt ziemlich davon überzeugt, dass der 3D-Drucker funktioniert, alles richtig eingestellt ist. Und jetzt werden wir mit dem ersten Shisha-Teil weitermachen, das ich selber konstruiere, einfach zum Schauen, ob das auch funktioniert. Und dazu habe ich mich jetzt einfach mal für einen 18,8er Schliffadapter hier entschieden. Ich nehme hier den von der Nargilem NPS Micro und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich am Computer wieder, wenn ich das Ganze versuche in Autodesk zu konstruieren. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Erfahrung in Konstruktion. Ich habe gestern in der Nacht mir etwas mit Probieren und so die Funktionen angeeignet. Und danach haben wir das auf den Drucker hier, lassen das auch durchlaufen und dann probieren wir hier mal, ob das geht, dass der hier reinpasst, wie groß die Toleranzen sind und so. Und ja, dann sehen wir uns gleich am Computer wieder. So, wir sind jetzt hier in Autodesk Fusion und wie gesagt, jeder Konstrukteur wird sich wahrscheinlich alle Haare ausreißen, wenn er sieht, wie ich das hier mache. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal alles ausgemessen von dem Schliffstopfen und ich werde das jetzt hier modellieren, also in 3D nachbauen. Und ich nehme vor allem die Taktik, dass ich da alles in 2D zuerst zeichne und danach um die Mittelachse spiegle. Also hier zeichne ich jetzt mal die Abstände ein für den Innendurchmesser, damit ich den Abstand dann habe. Ich werde das am Schluss an die Mittelachse spiegeln, wie gesagt, und dann zeichne ich hier einfach alles ein wie abgemessen. Das geht eigentlich ziemlich simpel und wenn man die Basics mal draus hat, geht das ziemlich zackig voran. Jetzt mache ich hier noch ein paar Kurven rein für den Schlauchanschluss. Und wenn das dann fertig ist, dann kann man wie gesagt das Ganze einfach drehen um die mittlere Achse und zack hat man einen fertigen Schlauchadapter in 3D. Jetzt kann man hier noch ein paar kleine Anpassungen machen, wie zum Beispiel die Kanten abrunden und so. Und da habe ich auch einen kleinen Fehler gemacht, den ich dann nachher bemerken werde. Ich nehme das jetzt ja im Nachhinein auf im Voice-Over. Also ich runde hier jetzt alle Kanten schön ab, damit das alles schön rund ist wie beim Original und dass da keine allzu scharfen Kanten sind. Und ihr seht ja, die untere Kante habe ich auch abgerundet und das war ein Fehler. Wenn das fertig ist, dann muss man das exportieren in ein anderes Programm. Da wird es dann für den 3D-Drucker wie übersetzt. Also man kann das da dann einfach reinziehen. Und danach hat man das Modell ready, da sieht man schon die Platte vom 3D-Drucker. Und wenn man jetzt hier auf Slice drückt, dann wandelt das um, damit der 3D-Drucker das drucken kann. Dann werden eigentlich alle Linien, die der 3D-Drucker nachher druckt, aufgezeigt. Hier sieht man das, jede kleine gelbe Linie macht der 3D-Drucker. Und hier sieht man auch, in der Mitte ist alles hohl. Und dann kann man das nur noch exportieren und auf den 3D-Drucker schmeißen.
So, also das hat jetzt auch funktioniert. 55 Minuten hat es gedauert. Das Ganze ist noch nicht ganz kühl. Bringe ich das schon weg? Ja, das poppt sehr einfach weg. Und jetzt, schau mal hier, ich habe etwas ein Durcheinander. Oben stimmen die Größen nicht ganz überein. Da habe ich etwas falsch ausgemessen wahrscheinlich oder falsch konstruiert. Aber wichtig ist ja nur der Schliff unten. Und ich zeige euch das nochmal von nahem hier. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr anständig aus. Also alle Kanten sehen gut aus, die Übergänge sehen gut aus. Und jetzt kommt der Test, ob das jetzt auch in den Schliff reinpasst. Und dazu nehmen wir jetzt einfach die Base der NPS und hauen den hier oben mal mit rein. Ja, der ist jetzt einen Ticken zu klein hier rein. Aber ich persönlich denke, dass das an meinen Konstruktionsstärken, besser gesagt Schwächen liegt. Ich glaube, ich weiß sogar, was das Problem ist, denn ich habe hier oben diese eine Kante hier abgerundet und da habe ich vergessen, unten einen Stopp zu setzen. Also jetzt ist es eigentlich hier oben nicht so dick, wie es sein sollte. Also ich nehme an, dass das Konstruktionsfehler sind. Und ich würde sagen, wir gehen wieder an den Computer und fangen jetzt an, die komplette Pfeife zu designen. Und ich werde dazu jetzt einfach ein Voiceover machen und einige Schritte zeigen, die wichtig fürs Design sind und so. Ansonsten, wie gesagt, ich bin jetzt nicht hier, um euch ein CAD-Tutorial zu geben. Dazu wäre ich auch nicht in der Lage, weil, wie gesagt, ich habe mir das gestern Nacht beigebracht durch Üben und Probieren. Also gehen wir rein an den Computer und fangen an, die ganze Pfeife zu designen. Let's go! So, unten habe ich noch einen kleinen Timecode eingeblendet, damit ihr seht, wie lange ich wirklich hatte. Wir fangen mit dem Tauchrohr an, das ist eigentlich ziemlich simpel. Ich habe auch die komplette Pfeife zur Übung eigentlich schon einmal modelliert gehabt. Hier seht ihr, wie das Tauchrohr fertig ist. Das Problem war nur etwas die Löcher unten, aber da habe ich im Internet einen Trick gefunden, wie man die reinmachen kann. Genau erklären werde ich das nicht, aber es hat auf jeden Fall funktioniert und dann hat man ein fertiges Tauchrohr am Start. Dann habe ich oben noch ein Gewinde hinzugefügt, damit man das nachher in die Base reinschrauben kann und da habe ich dann später noch die Toleranzen eingefügt nach dem Probieren. Und dann machen wir direkt weiter mit der Rauchsäule. Da habe ich auch alles schon abgemessen an anderen Pfeifen und vom Design her habe ich mich für etwas einigermaßen Rundes mit in der Mitte einem flachen Stück entschieden. Wieso, seht ihr gleich. Dann ist die eigentlich auch schon fertig. Oben noch den Schliffadapter reinmachen, damit das mit dem Teller verbunden werden kann und unten das Gewinde, damit das in die Base reingeht. Und jetzt seht ihr auch, für was das Mittelstück ist. Ich werde nämlich da meinen Namen, also meinen Swishischer Namen, einprägen, damit der Rauch beim Auspusten danach rauskommen wird. Die Rauchsäule ist ja in der Mitte hohl. Das heißt, der Rauch kann da rausgehen. Hier seht ihr das. Es geht durch die äußerste Schicht der Rauchsäule raus. Und danach habe ich unten noch ein paar Löcher reingemacht, damit der Rauch dann auch von unten hochgehen kann in die Base. Da habe ich mich auch an Pfeifen inspirieren lassen, die ich schon hatte. Und dann ist die eigentlich soweit auch schon ready. Und wir können weitermachen mit der Base. Sehr einfache Form gewählt und oben die Löcher rein, wie gesagt, damit das nachher hochgehen kann. Da habe ich auch eine kleine Senkung gemacht, damit die Kugeln reingehen können. Und dann kam das größte Problem, und zwar der Schlauchanschluss. Da hatte ich extrem Probleme, die Bohrung von der Seite zu machen, da wollte das Programm irgendwie nicht und dann kam ich auf die Idee, dass ich einfach den Stopfen modelliere, der nachher reinkommt und den dann sozusagen abziehe davon, damit er nachher auch perfekt reinpasst, hoffentlich. Dann ging es eigentlich ziemlich simpel und dann hatten wir den Schlauchanschluss und den Stopfen auch schon drin. Das Ganze wird dann mit Schliff funktionieren und dann noch wieder ein paar Gewinde rein und dann kommen wir schon zur Bowl. Da habe ich auch eine schlichte, geformte Kontur gewählt. Beim Design habe ich jetzt nicht übertrieben, damit es etwas schneller geht. Dann oben das Gewinde rein, damit das Ganze in die Base reinkommt. Da musste ich auch noch kleine Korrekturen machen. Und dann war die Pfeife eigentlich schon fertig, bis auf den Teller. Den habe ich jetzt mal am Stück modelliert. Vielleicht ändere ich das später noch, damit ich das einfacher drucken kann. Also ich habe da eigentlich Kopfadapter, Schliff und Teller an einem Stück, aber ich denke nicht, dass das zum Drucken gehen wird. Aber das ging eigentlich auch einigermaßen fix, nachdem ich schon geübt hatte. Und hier seht ihr die fertige Pfeife. So sollte das im besten Fall am Ende aussehen. Ist jetzt kein Design-Meisterwerk, aber ich bin schon etwas stolz auf mich mit meinen wenigen CAD-Erfahrungen.
Und jetzt, um das Ganze überprüfen, habe ich einfach mal alle Gewinde und Schliffe wie ausgeschnitten, also die Teile durchgeschnitten, damit ich nur die kleinen Teile drucken kann, zum Überprüfen später. Weil wenn ich die ganzen Teile drucke, dauert das Stunden und so kann ich einfach überprüfen, ob diese Teile funktionieren. Dann wieder rein in den Slicer und rauf auf den 3D-Drucker und Abfahrt. Oh, Freunde, die Teile mit den Gewinnen sind jetzt endlich fertig. Ich habe das erste Mal über Nacht laufen lassen, weil ich gestern bis spät in die Nacht noch das alles konstruiert habe. Und da hat es leider nicht funktioniert, weil es ein Problem mit dem Nachschub gab. Da kam kein neues Filament und deswegen hat es nicht fertig gedruckt. Diese Teile hier alle haben jetzt zusammen 4 Stunden 14 Minuten gebraucht. Und die sind jetzt hoffentlich fertig und ich schaue mal, ob ich die schon wegnehmen kann. Es ist noch nicht komplett abgekühlt. So, ihr seht jetzt, hier haben wir den oberen Teil der Bowl. Von außen sieht es eigentlich sehr gut aus, auch das Gewinde. Innen hat es ein paar random Fäden drin, aber ich glaube, die kann man einfach rausbrechen. Genau, die kann man einfach hier rausnehmen und danach vielleicht noch mit einer kleinen Zange oder so abschneiden. Aber darum geht es nicht. Ich bin jetzt vor allem gespannt, ob das Gewinde funktioniert. Denn hier haben wir das Gegenstück. Auch hier hat es ein paar random Fäden drin. Ich weiß nicht genau, wozu der 3D-Drucker die hier reingemacht hat. Die halten auch extrem gut. Da muss ich da mit der Zange ran. Und die Gewinde sehen eigentlich ziemlich gut aus. Hat ein paar Unregelmäßigkeiten. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob das funktioniert und ob wir jetzt die Bowl mit der Base zusammenschrauben können. Ja, perfekt. Kappa. Das funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Habe ich da einen Fehler gemacht beim Konstruieren? Werde ich mir später nochmal überlegen, was da das Problem sein könnte. Aber aufeinander passen tun sie auf jeden Fall sehr gut. Dann versuchen wir mal unser Glück mit dem unteren Teil der Rauchsäule. Das ist das hier. Und hier sind unten ja die Löcher drin, damit der Rauch gegen oben raus kann. Und hier haben wir den Oberteil der Base, der hält noch sehr gut. Ja, das hält auf jeden Fall noch sehr gut. Ich warte, bis es mehr abgekühlt ist. Dann schauen wir mal weiter mit dem Oberteil der Rauchsäule und dem Schliffanschluss für den Teller. Das ist der hier, der sollte jetzt eigentlich hier reingehen. Und das funktioniert ziemlich gut. Also Schliffe kann er auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kriege die auch wieder auseinander, ja. Okay, ja, das schließt super ab hier. Ich würde sagen, ziemlich luftdicht. Also Oberteil Rauchsäule und Schliffteller funktioniert auf jeden Fall. Das ist gut. Und eigentlich kann ich das ja auch versuchen reinzuschrauben, solange das noch hier ist. Und dann drehe ich das jetzt einfach mal hier rein. Mal schauen, ob hier das Gewinde funktioniert. Läuft noch etwas zäh am Anfang, aber es geht auf jeden Fall zum Reindrehen. Vielleicht muss man das 2-3 Mal reindrehen. Jetzt ist es auch weggekommen hier. Also ich werde das jetzt versuchen, etwas einzudrehen hier und schauen, ob man das Gewinde zum Laufen bringen kriegt. So, Freunde, wir haben jetzt wieder einen Tag später, mitten in der Nacht und 10, 20 Testdrücke später. Und ich habe es endlich geschafft, ein Gewinde hinzukriegen, das funktioniert. Das waren extrem viele Probleme mit den Toleranzen am Start. Ich habe jetzt die Gewinde, die wir verwenden werden bei Rauchsäule und so, jeweils genommen und in klein ausgedruckt und mit den Toleranzen rumgespielt. Und am Ende waren es 0,5 mm, die das Optimum waren. Ansonsten hatte man zu viel Spiel oder man hat das gar nicht reingebracht. Das seht ihr hier bei all diesen kleinen Drucks hier. Da habe ich das immer ausprobiert. Auch bei der Base habe ich etwas rumprobiert und da auch die 0,5 mm am Ende gewählt. Hier habe ich einmal etwas weniger genommen, ich glaube 0,4. Und das geht jetzt nicht so gut, ich habe auch keinen Hebel, aber es geht rein und raus auf jeden Fall.
Also habe ich nochmal ein paar kleine Änderungen gemacht. Hier oben beim Ausblasventil habe ich die Kugellöcher größer gemacht und weiter hinein versenkt, damit die Kugel auch gut rausgehen kann, wenn man auspustet. Das sollte jetzt eigentlich auch passen. Und ich glaube, alles in allem ist die Pfeife jetzt ready zum Drucken. Ich hoffe, es funktioniert alles, weil die Druckzeiten da werden abnormal hoch sein, aber das werden wir alles in einem zweiten Teil von dem Video machen, weil das Video jetzt wahrscheinlich schon viel zu lange sein wird. Aber an dieser Stelle würde ich mich nochmal freuen über jeden Support, sei es jetzt ein Like, ein Abo und wie gesagt Mitgliedschaft. Die Mitglieder kriegen auch einen Tag früher die Videos zu sehen, also auch das nächste werden sie einen Tag früher sehen, wenn wir die Pfeife hoffentlich ausdrucken werden und sie funktionieren wird hoffentlich. Und ich bin gerade etwas am Planen, vielleicht gibt es Mundstücke mit dem Namen drauf für gewisse Mitgliederstufen. Das ist im Moment alles noch unklar, werde ich in den Livestreams und so ankündigen. Ich streame jeden Montag, Mittwoch, Freitag, ca. 19 Uhr, 19.30 Uhr. Aber ja, dann war es für heute. Für mich ist es jetzt noch nicht vorbei. Ich setze mich hin und mache jetzt die Pfeife fertig zum Drucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und haut rein. Tschüssi.